Heute werde ich euch zeigen, wie man einen NFT kauft anhand der Planet B Club Collection. Zuallererst müsst ihr in den App Store gehen oder in den Play Store und nach der App Phantom Wallet suchen. Die Phantom Wallet sieht wie folgt aus. Sie hat ein Geistersymbol und dann einfach auf Download klicken. Dann könnt ihr die App öffnen und werdet dann erstmal unter Umständen nach eurer Touch-ID gefragt. Ihr geht auf Neues Wallet erstellen, könnt dann angeben, ob ihr Fingerabdruck benutzen möchtet oder nicht benutzen möchtet. In diesem Fall möchte ich aber Fingerabdruck benutzen. Und jetzt kommt ihr zum geheimen Recovery Key. Der geheime Recovery Key ist sehr wichtig, weil er euch ermöglicht, dass ihr die Wallet jederzeit auf anderen Geräten einsehen könnt. Deswegen diesen abspeichern oder abschreiben und gut bewahren. Also ich habe ihn jetzt kopiert und werde ihn später noch in meinen Notizen abspeichern. Gehe jetzt auf Okay, ich habe es gespeichert, kann auf Ja klicken und die Wallet ist erstellt. Jetzt nur noch die Nutzungsbedingungen akzeptieren und los geht's. Nachdem die Wallet erstellt worden ist, müssen wir auch Geld einzahlen. Dafür gehen wir auf Einzahlen, dann kaufen oder überweisen und können hier beispielsweise MoonPay wählen, um per Kreditkarte oder Banküberweisung Geld einzuzahlen. So, wir gehen auf MoonPay und werden dann erstmal gefragt, wie viel Kryptowährung möchten wir denn kaufen. In unserem Fall kaufen wir jetzt 1,1 Solana. Die würden uns 49,03 € kosten. Die sind einmal 44 € für die Solana selbst und der Rest sind Netzwerk- bzw. Bearbeitungsgebühren. Dann gehen wir auf Fortfahren und müssen zur Verifizierung eine E-Mail angeben. Nachdem wir das getan haben, gehen wir auf Fortfahren und jetzt wird uns gesagt, wir haben einen Verifizierungscode bekommen in der E-Mail. In den E-Mails drin können wir dann den Your MoonPay Login Code sehen, den wir einmal kopieren und dann zurückgehen in die App, um ihn einzugeben. Kurz Touch ID machen und einsetzen. So, Nutzungsbedingungen akzeptieren und fortfahren. Perfekt. Jetzt werden wir nach grundlegenden Daten gefragt, das heißt Vorname, Nachname und Co. Und dann einfach wieder auf Fortfahren klicken. Jetzt die Rechnungsadresse, die würde ich manuell eingeben. Dafür gibt es die Option hier unten. Einfach da draufklicken und dann die Adresse eingeben und dann wieder auf Fortfahren. Und jetzt werden wir kurz verifiziert. Verifizierung ist abgeschlossen. Wir haben unser Konto bei MoonPay gemacht. So, ich habe zum Beispiel jetzt Apple Pay bei mir schon eingerichtet, aber man kann auch weitere Zahlungsarten hinzufügen. Normalerweise kommt ihr dann auf so einen Bildschirm, wo ihr Kreditkarte bzw. manuelle Banküberweisung benutzen könnt. Das wäre dann in dem Fall hier die Rechnungsadresse, die einfach erstmal angezeigt wird. Und dann auf Fortfahren können wir dann die Kreditkarteninformationen eingeben. Das, wie gesagt, ist bei mir mit Apple Pay schon gemacht. Oder es gibt eben die manuelle Banküberweisung, wo ihr euren IBAN eingeben müsst, dann wieder auf Fortfahren klickt und dann werden euch die Auftragsdetails angezeigt, die ihr dann abschreiben müsst, wo IBAN, Betrag, Referenznummer und Co. drin stehen. Jedenfalls, wie gesagt, Apple Pay ist bei mir schon eingerichtet. Ich klicke einfach auf Buy with Apple Pay. Das braucht immer ein bisschen mit der Verarbeitung und ist auch schon fertig. Gut. Hier sehen wir, der Auftrag wurde erteilt um 23:57 Uhr, wurde schon verifiziert, die Verarbeitung läuft und nach kurzer Zeit ist die Lieferung abgelaufen. Nachdem die Transaktion abgeschlossen ist, können wir auf Fertig klicken, zurückgehen und wir sehen, wir haben 1,1 Solana in unserer Wallet, aktuell bei 44 $. Als nächstes, um den NFT tatsächlich zu kaufen, geht ganz rechts unten auf das Internetsymbol und gebt oben unsere Website ein, mint.planetbclub.com. Diesen Link findet ihr auch in der Beschreibung, den müsst ihr nicht abschreiben. Und auf der Seite sehen wir dann Planet B Club
Rise of the Bounty Bots, das ist die Wallet, das ist die Minting-Seite. Als nächstes müssen wir die Wallet connecten. Einmal auf Phantom klicken und dann verbinden erlauben und wir dürfen minten. Wir gehen auf Whitelist Mint und den Kauf bitte genehmigen. Wir haben dann noch 1,01 gekauft und congratulations, Mint succeeded. Wir können alles schließen, das bedeutet, der Mint war erfolgreich, gehen wieder zurück, können aktualisieren, das Geld wurde abgehoben und wir haben $3 übrig und gleich sehen wir hier unseren NFT. Okay, danke fürs Zusehen und ich hoffe, ich konnte euch heute helfen.